Das dritte Spiel innerhalb von einer Woche gegen Dortmund. Die sind zurzeit Tabellenführer, haben aber Bayern und Leverkusen im Rücken. Das heißt, wir können also heute dafür sorgen, dass die Dortmunder im schlimmsten Fall auf den dritten Platz abrutschen. Apropos Leverkusen, DFB-Pokalspiel im letzten Part. Wer das sich noch nicht angeschaut hat, macht es auf jeden Fall, nachdem ihr das Spiel hier geguckt habt. Sensationell, sehr, sehr spannend mit einem, ja, sehr, sehr guten Ausgang. Und wir sind jetzt im Halbfinale. Wir spielen zu Hause gegen Wolfsburg. Das heißt, wir haben auch doch noch einen Sieg, den wir brauchen, um dann mal wieder im Pokalfinale zu stehen. Wäre doch gar nicht so schlecht. Und der Gegner wäre dann entweder Mainz oder Augsburg. Also, ihr seht, die Teilnehmer im Pokal, die sind jetzt auch nicht so überragend stark. Möchte ich mal vorsichtig meinen. Aber gut, dann ist das halt mal so. Eine Überraschungssaison. Ne? Und Dortmund zu Hause, mal gucken, mit viel Pressing. 4-1, 4-1 spielen sie. Adeyemi ist dabei, Aller, Sabitzer, Süle in der Innenverteidigung. Also ihr seht viele, viele Hochkaräter eigentlich auf dem Papier. Aber gegen so Mannschaften haben wir immer am besten gespielt. Ich habe auch ein bisschen umgeswitcht, umgetauscht. Im Mittelfeld mit Larsson und mit, ich glaube, mit Miretti müsste das sein. Außen habe ich dann Ansgar Knauf, vorne dann Haraldsson. Spielt heute mal Stoßstürmer mit Larsen zusammen. Weil halt viele im DFB-Pokal bis zum Schluss, bis zur Verlängerung gespielt haben. Jetzt bin ich gespannt gegen Dortmund. Wie wir das hinkriegen. Da ist Haraldsson. Zum ersten Mal kriegt leider nicht den Ball, aber Cardiolo ist dazwischen und dann geht's auf nach vorne. Mit Ansgar Knauf, mit Larsen. Kriegt er, hat er, ja. Aber ihr seht Dortmund, die pressen. Die haben Gegenpressing als Konzept. Gut, aber wir machen das. Die Dortmunder stehen so ein bisschen, weiß ich nicht, mehr unter Zugzwang will ich nicht sagen, aber ich glaube, das würde denen mehr wehtun, wenn sie verlieren als uns. Aber ich will auch oben dran bleiben. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr seht, nach Ballgewinn, ich mache mal lieber auf ausgeglichen, sonst ist mir das ein bisschen zu offen. Gerade hier in der Anfangsphase. Adeyemi, außen Metscher, Vorsicht. Da muss Meier hin, Pacho kommt da hin und dann ist der Ball erstmal, oh, geklärt, aber kommt direkt wieder zurück. Pacho kommt nicht ran, aber Resté. Das ist halt das Gefährliche, wenn ich heute hinten rausspielen möchte. Das ist auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Risiko verbunden, aber wenn es klappt, habt ihr schon oft gesehen, dann haben wir vorne Platz mit unseren schnellen Leuten. Dann können wir uns da richtig gute Chancen auch rausspielen. Pacho zum ersten, zum zweiten und der Ball geht vorbei. Julian Brandt war's. Das meine ich hier. Der Ball ist schon gespielt. Zack, und die Dortmunder vorne. Mit einem relativ guten Pressing, aber auch mit relativ viel Platz. Und das haben wir gut gespielt. Larsson auf Haraldsson. Beiden Youngsters im Zusammenspiel. Haraldsson! Und die Führung. Ganz simpel, ganz einfach. Befreit aus dem Pressing. Genau das, was ich vor einigen Momenten noch angesprochen habe. Hier Larsson. Und dann Haraldsson gegen Süle. Der aus irgendwelchen Gründen auch immer dann natürlich nicht hinterherkommt und auch Kobel im Tor, da kannst du nichts machen. Kannst du nicht halten, perfekt oben rein. Ich glaube, Haraldsson hat da auch in der Hinrunde so eine XXL-Chance am Anfang vergeben. War das nicht so oder war das gegen Bayern? Ich glaube, gegen Bayern war das. Viertes Tor immerhin auch schon, also der nimmt auch eine gute Entwicklung. Der wird auch noch ein bisschen stärker werden. Und wir führen erstmal 1-0. Ihr seht auch wieder ein ganz anderes Spiel als das letzte Ligaspiel gegen den VfB. Da haben wir wirklich, ja, nicht schlecht oder auch nicht gut gespielt. So ein bisschen was dazwischen, haben dann 1-0 verloren. Sehr, sehr bitter und ärgerlich, weil es hätte noch höher gehen können in der Tabelle. Naja, vielleicht sind das heute wieder 3 zusätzliche Punkte, wenn es denn dabei bleibt. Wenn wir das gewinnen sollten, abgefälscht. Dann wird das noch sehr, sehr haarig. Dann können wir sogar auch noch oben mit um die Meisterschaft mitspielen. Wenn es wirklich sehr, sehr ideal läuft. Ihr seht, wie viel Platz wir hier haben. Besonders dann natürlich über die Außen. Walker gegen Shaibi. Ja, Walker kommt, ja gut, kommt hinterher, aber Shaibi kriegt die Flanke rein. Bensebaini, Larsson, ja, gut gemacht und dann, kriegt er mal einen Freistoß. Oha. Daran muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen, dass wir auch Freistöße hier kriegen. So, haben wir hier den besten Schützen auf dem Platz? Nee. Orban war es, glaube ich, ne? Cardiolo hat guten Effet. Machen wir mal hier Cardiolo. Versuchen wir mal um die Mauer rumzuzirkeln. Meint er, das funktioniert? Ich versuche es mal so hier. So, gegen Bensebaini und wer da nicht alles drin steht, Cardiolo. Minute 34. Nee, so nicht. Aber Eckball ist okay.
Schade, bei Orban hätte ich es mit dem Außenriss probiert. Wir haben halt auch leider zu wenig gute Freistoßschützen. Aber egal, dafür. Vielleicht nach dem Eckball. Oh, da steht er wieder frei. Shaibi, ich mach mal was ganz Verrücktes. Schöner Schuss, abgefälscht. Robin Koch und Haraldsson aus Spitzenwinkel. Ja, es läuft. Ist gut. Ist eine gute Drangphase von uns. Wir machen das wirklich super. Jetzt mal eine andere Variante. Miretti hinterläuft, jawohl. Und dann am zweiten Pfosten, da muss irgendeiner stehen, aber so nicht. Oha. Direkt ins Gegenpressing, das klappt auch bei uns richtig gut. Larsson, richtig gut durchgesteckt. Miretti, traumhaft. Und Knauf, oh, den kann er alleine machen. Aber Larsson will niemand, okay. Also die Dortmunder bislang nicht so stark, Gott sei Dank. Wir machen das auch richtig gut, wir gehen gut ins Pressing rein. Und wir spielen sie zurzeit, oh Gottes Willen, an die Wand. Wir haben so viel Platz. Wieder Süle, der nicht hinterherkommt. Nächste Chance, Haraldsson! Und ein Traumtor obendrauf. Und was für ein Ding hier. Auch zu viel Platz, das ist ja Wahnsinn. Ein bisschen zu luftig verteidigt von den Dortmundern. Schöner Schuss, diesmal in den anderen Winkel. Das Spiel des Haraldsson. 41. Minute, 2-0. Genau zum richtigen Zeitpunkt vor der Pause. Noch ein zweites Ding nachgelegt. Hakon Arne Haraldsson. Seine erste Bundesliga-Saison von Lille geholt. Gut, aber das Spiel ist natürlich hier noch lange nicht entschieden. Lass die Dortmunder mal auf ein Tor rankommen. Aber die Dortmunder, die haben heute Probleme mit dem Gegenpressing. Guck mal, die kommen nicht hinterher. Klar, wir haben Geschwindigkeit. Und richtig konzentriert sieht das auch nicht aus. Wieder Haraldsson. Oh, das wäre es gewesen, ey. Lupenreiner Hattrick. Das wäre es natürlich gewesen. Lupenreiner Hattrick. Das wäre dann vielleicht schon die Entscheidung gewesen. So steht es nur 2-0. Richtig gutes Spiel. Das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille, ne? Das, was gegen Stuttgart nicht so gut funktioniert hat, wo wir uns so schwer getan haben, warum auch immer. Das klappt jetzt gegen Dortmund, ey. Das ist natürlich auch ein Gegner, der mitspielt, ne? Die Stuttgarter haben sich eher hinten reingestellt. Die Dortmunder spielen natürlich mit, lassen uns den Raum. Die pressen selber, aber kommen dann selber mit Gegenpressing nicht klar. Und wenn wir dann das Mittelfeld überspielt haben, dann seht ihr ja, und wir uns vorne mal festsetzen und die Chancen nutzen, dann sieht es so aus, wie es momentan aussieht. Und wir machen direkt weiter. So Gegner liegen uns halt einfach mehr. Auch Leverkusen, die Bayern, auch wenn es im Pokal, Achtung, oh, knapp nicht geklappt hat. Und wieder blindes Gegenpressing, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hier haben wir jetzt natürlich auch Glück, dass der Ball bei uns bleibt. Aber so Spielweisen, die kommen uns halt einfach entgegen, egal von wem. Wird dann gegen Paris irgendwann wahrscheinlich auch so sein. Ja, am Ende des Monats ist es soweit und wieder die Dortmunder im Gegenpressing und wir befreien uns da sensationell. Miretti, zack, auf dem Bierdeckel. Das macht heute richtig Spaß, richtig viel Laune hier zuzugucken. Klasse Ball, Knauf kriegt er den. Ja, es gibt einen Eckball. Super, alles gut. Vorne hätten wir noch die Option mit Orban für Haraldsson, aber nee, Haraldsson, der ist heute gut drauf. Der hat 2 Sahneschüsse rausgelassen, hier auch nichts zu halten. Schönes Tor. Da ist er wieder, Haraldsson. Ja, die kurze Ecke Miretti, wieder mit dem Außenriss, traumhaft. Und wenn der Pacho rankommt, dann geht er auch ganz gefährlich aufs Gehäuse drauf. So, und jetzt aufgepasst, ist die Dortmunder mal mit Platz. Vorne Aller gegen 3-4 Mann alleine. Schafft er nicht, Meier ist da. Sehr, sehr schön, befreit sich so und geht auch wieder mit nach vorne. Komm, das müssen wir jetzt im Dreieck hier ausspielen. Miretti, Meier, nee, das war zu optimistisch, schade. Aber genau das ist der Weg. Die Bayern führen zu Hause gegen Mainz, werden also stand jetzt, glaube ich, Tabellenführer. Mal gucken, wie es bei Leverkusen steht. Die können da oben dann auch an Dortmund vorbei. Ja, ein Glück haben wir dann erstmal wieder eine Woche Pause, glaube ich, bevor dann die nächste englische Woche bald ansteht. Knauf, Achtung, genau in die Mitte! Und so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, so schnell bringst du dann die Dortmunder wieder ins Spiel zurück, ey. Von Knauf, der den Ball, wohin eigentlich geklärt hat? Oh, in die Mitte, ne? Und dann ist niemand bei Sebastian Aller. Und ausgerechnet er, ne? Na gut. Du kannst halt auch nicht alles verteidigen gegen Dortmund, dafür brauchst du auch wirklich einen Sahnetag. Ich hoffe mal nicht, dass es sein erstes Tor ist, also gehe ich mal von aus. Na gut, 1 Stunde rum. Und es ist auch wieder ein sehr, sehr intensives Spiel, wie gegen Leverkusen. Und auch wie gegen Gladbach zu Hause ist das geboten, was vorher draufsteht.
auf der Verpackung. Der Inhalt, der verspricht auf jeden Fall sehr, sehr viel. Gut, aber weitermachen, komm. Wir haben überhaupt gar keine Zeit, uns darüber aufzuregen. Larsen, nächste Chance. Hummels ist diesmal da. Und diesmal der Eckball von der richtigen Seite. Jetzt können wir noch mal reindrehen. Miretti, da kommt Haraldsson. Ah, und Kobel. Schade. Jetzt die Frage, was macht das mit Dortmund? Die werden natürlich weiter pressen, aber wir müssen weiterhin nur ruhig unsere Konter hier ausspielen, ins Pressing gehen, weil damit haben die Dortmunder heute wirklich, wirklich Probleme. Meier gegen Walker. Mainz hat ausgeglichen. Glück für Dortmund. Nächster Kopfball abgewehrt. Also da geht heute, ja, nichts. Entweder ist Robin Koch da oder Pacho. Da geht heute sehr, sehr wenig. Und genau wieder nächster Angriff. Ähnliches Bild. Einfacher Doppelpass und dann Ansgar Knauf will er seinen Fehler vielleicht wieder gut machen. Shaibi kommt nicht ran. Larsson. Haraldsson. Sehr, sehr, sehr viele Sons hier in der Mannschaft. Und Sens fällt mir gerade spontan so auf. So, eine Viertelstunde noch. Sehr schnelllebiges Spiel, aber ich finde trotzdem, wir sind weiterhin die bessere Mannschaft von Dortmund, bis auf den einen Eckball eben. Eigentlich nicht viel zu sehen, von daher sehr, sehr bitter und sehr, sehr ärgerlich, aber Knauf und Larsson steht genau richtig, super. Und nächster Versuch umzuschalten, Larsen und Knauf, jawohl. Freie Bahn, da kommt Hummels auch nicht hinterher, macht er alleine. Oh, was macht er denn, hallo? Jetzt wollte ich auf Larsen spielen, dann braucht er wieder 10 Jahre. Geht erstmal am Ball vorbei, ey. Larsson, Meier und jetzt Larsen, wo ist er denn? Da läuft er doch ein. Nein, so nicht. Da muss er in die Mitte. Muss sich ein bisschen zentraler orientieren. Dortmund kommt. Achtung, über Adeyemi. Oh, komm, dann müssen wir ran. Jawohl, Meier ist da. Koch auch. So ist es richtig. Gut ausgespielt. Nächster Konter, Shaibi. Das werden wir jetzt noch öfter kriegen. Komm. Das kann die Entscheidung sein. Shaibi, machen wir alleine. Machen wir alleine. Kobel. Hält die Dortmunder im Spiel. Aber das wird jetzt so die letzten Minuten, ja, ein Gang und Gäbe sein, gehe ich mal von aus. Nächste Variante, Miretti wieder mit dem Außenriss. Kann er auch mit links irgendwie mal? Ja, auch mit dem Außenriss. Das habe ich nicht eingegeben. Das will ich gar nicht machen. Aber er setzt weiterhin nach. Das ist wichtig. Dortmunder vom Tor fernhalten. Aber Dortmund kommt nochmal über Bensebaini. Ja, Kadiolu, sehr, sehr schön. Und er hat jetzt die rechte Seite. Metscher kommt nicht hinterher. Wahnsinn. Und ganz unten, Miretti, lauf dich frei, dann kriegst du den. Dann ist das die Entscheidung. Nein. Aber er kriegt immer nochmal. War natürlich geplant. Schöner Doppelpass. Shaibi. Oh, nee. 2 Minuten noch. Komm. Miretti mit der großen Chance aufs dritte. Larsen setzt nach. Wichtig. Sehr, sehr intensives Spiel heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und die Dortmunder, die kommen hinten nicht raus. Genau, wir pressen sehr, sehr gut. Und das sollte reichen. 1 Minute obendrauf. Und die ist jetzt vorbei. Schiri darf gerne abpfeifen. Und so ist es. Wir schlagen Dortmund. Vermiesen denen wahrscheinlich die Tabellenführung. Und wir kommen gut aus dieser, ja, englischen Woche. Gegen Stuttgart zwar verloren, aber im Pokal weitergekommen. Den Tabellenführer geschlagen. Und so kann es gerne weitergehen. Ja, im Endeffekt dann auch verdient. Mehr Schüsse gehabt, mehr Aktionen einfach nach vorne. Die Bayern auch nur unentschieden. Das ist dabei geblieben. Das könnte also den Leverkusen dann ebenfalls in die Karten spielen. Die Weiner dahinter. Wenn sie also gewonnen haben, dann... Das hat mich enttäuscht, dass ich wieder nicht spielen durfte. Du willst jede Woche spielen, oder? Hier treffe ich die Entscheidung. Du willst jede Woche spielen, oder? Ich weiß, wie sehr du dich dafür engagierst. Das respektiere ich. Aber jeder Spieler braucht mal eine Pause. Genau. Mir kam es so vor, als wäre es nicht 100% fit gewesen. Auch so eine typische Floskel, die du jedem Spieler geben kannst. So, eine Woche Pause ist erstmal gut. Können sich alle erholen. Dann haben wir auch wieder eine Woche Pause. Also... Läuft momentan sehr gut, nach dem zwischenzeitlichen, ja, Tief, kann man das so sagen. Wir haben gegen Stuttgart halt verloren. Mehr war es halt auch nicht, wir sind weiterhin Vierter. Haben aber noch ein Spiel weniger gegenüber Union, Wolfsburg, Leipzig muss auch noch spielen. Das wird oben sehr, sehr spannend. Leverkusen, die Bayern spielen noch, wir spielen noch. Dortmund hat wieder nicht gewonnen. Wir haben gegen Union zu Hause verloren. Also Dortmund struggelt gerade so ein bisschen. Die Bayern spielen in Gladbach, Leipzig spielt in Mainz. Also das wird sogar noch sehr, sehr eng da oben. Also überlegt euch mal, Leipzig und Wolfsburg, die starten noch eine Serie, dann wird das ein Sechskampf.
Unten haben wir Bremen, Hannover, Schalke, wenn Hannover auch mal irgendwann anfängt. Also es wird überall noch sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, so geht es auch gegen Hoffenheim weiter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut die letzten Videos, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Und wenn ihr wollt, abonniert auch gerne und schaltet auch die Glocke ein, damit ihr über jedes neue Video benachrichtigt werdet. Macht's gut. Ciao, ciao.